Vorträge bisher genießen können? Seid ihr inzwischen schon müde? Ich glaube, der Einzige, der jetzt geantwortet hat, war unser lieber Bruder hier vorne. Oh, okay. My mic's on now? Is it on? Sind die Mikros an? That's right, that's right. So before we begin, let's ask God to wake us up and give us grace, okay? Bevor wir anfangen, lasst uns Gott einladen, dass er uns aufweckt. Please bow your heads with me. Lasst unsere Häupter neigen. Loving Father in heaven, Unser lieber Vater im Himmel, Lord, we don't want this weekend to end. Herr, wir möchten nicht, dass dieses Wochenende endet. We don't want our fire to die out. Wir möchten nicht, dass das Feuer verlöscht. We want to burn brightly for you. Wir möchten hell brennen für dich. Help us to understand how to stay revived every day. Herr, lehre uns, erweckt zu bleiben jeden Tag. And I pray that you would make Robert and I just simple vessels where your Holy Spirit can flow through. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du Tim und mich zu Gefäßen machst, durch die deine himmlische Gabe hindurchfließt. That you would revive us and teach us right now. Dass du uns erwecken mögest und neues Leben We are geben. nothing, Lord. You are everything. Wir sind nichts, du bist alles, We Herr. need you to speak through us now. Wir brauchen dich, dass du zu uns sprichst. In Jetzt. Jesus' name. Im Amen. Namen Jesu. Amen. Okay. So, Okay? how many of you feel that you enjoy religious meetings? You enjoy religious meetings. Wie viele von euch schätzen religiöse Treffen? Haben sie gern? And how many of you find during the revival of camp meeting, you are really committed to God? Und wie viele von euch empfinden, dass sie während Erweckungswochenenden so richtig mit Gott verbunden sind? But how many of you have experienced after the meetings are over, Aber wie viele von euch erfahren, wenn die Meetings vorbei sind, then your commitment goes down? dann geht die Hingabe zurück? So why is that? Warum ist das so? Why does it have to be that way? Warum muss es so sein? Well, it doesn't have to be that way. Nun, es muss nicht so sein. And many people ask me, why are you so happy all the time? Und viele fragen mich, warum bist du so glücklich jederzeit? How can you be excited about God like all the time? Wie kannst du so glücklich über Gott sein jederzeit? Well, I'm just the same as everybody else. Nun, ich bin so wie alle anderen. During the week of prayer, I'm very, very high. Während der Gebetswoche, da geht es mir geistlich hervorragend. And then after the week of prayer, I have another week of prayer. Und nach der Gebetswoche habe ich And eine then weitere after Gebetswoche. camp meeting, I have another revival weekend. Und nach dem Treffen kommt das nächste Treffen. So it's that simple. Es ist so einfach, wie ich gerade gesagt habe. The only way you can keep a fire going is it has to spread. Die einzige Möglichkeit, wie man ein Feuer aufrechterhalten kann, ist, dass man es verbreiten muss. They go around grass fires and they drop sand around it. Do you know why? Wenn Buschbrände entfacht werden, auf gesteuerte Weise, dann geht man herum und streut Sand. Warum? Because once they surround it completely, what is guaranteed to happen to the fire? Denn wenn wenn Buschbrände gelöscht werden sollen und man dann einen Sandkreis herum gemacht hat, was ist dann garantiert? It will die, right? Es wird ausgehen. Eventually, it will die out. Es muss ausgehen. Because it can't spread. Denn es kann sich nicht verbreiten. Either your fire is spreading or your fire is dying. Entweder verbreitet sich dein Feuer und greift um sich oder es verlöscht. And it's that simple. Und es ist so einfach wie das. I am not anything. It's not like I know anything or anything like Es that. ist nicht, dass ich jetzt was weiß, was ihr nicht wisst. I am a sinner in need of grace like anyone else. Ich bin ein Sünder und bedarf der Gnade wie jeder andere. But when I point at you, I have 3 fingers pointing back at me. Und wenn ich mit einem Finger auf euch zeige, dann zeigen 3 Finger auf mich selbst. The one blessed the most by the revival weekend is me. Der am meisten durch das Erweckungswochenende gesegnet wird, bin ich. Because you're hearing the words. Denn ihr hört die Worte. But I'm hearing the words, I'm speaking the words, I put the words together, I prayed about the words, I studied the words. Aber ich höre die Worte, ich habe diese Worte selber gesagt, ich habe diese Worte selber studiert und ich habe darüber gebetet.
This is my German grandfather. Das ist mein deutscher Großvater. And he came to the United States when he was 5. Und er kam in die Vereinigten Staaten im Alter von 5. And our original last name was von Riesenberg. Und unser ursprünglicher Nachname lautete von Riesenberg. They took off the von. I have no reason why they did that. Und dann haben sie das terrible. von entfernt und ich weiß nicht warum und ich finde das schrecklich. But he was very proud of the German heritage. Aber er war sehr stolz über das deutsche Erbe. And he was a very strong man. Und er war ein starker Mann. And he believed in work. Und er glaubte an Arbeit. So as soon as he moved in with me, with my grandmother, Und als er dann einzog mit meiner Oma, after 2 days of them being there, I was going on a mission trip. und als sie dann nur wenige Tage da waren, da wurde ich dann schon auf eine Missionsreise geschickt. And he said, "What is this mission trip? Und dann hat er gesagt, was ist das für eine Missionsreise? Where are you going? Wo What are you gehst du doing?" hin? Was machst du da? I said, "I'm going to Peru to share the gospel and to do medical work." Dann habe ich gesagt, ich werde nach Peru gehen und dort das Evangelium verbreiten und medizinische Missionsarbeit verrichten. He's like, "Why you go there? Don't they have pastors there?" Dann hat er mich gefragt, warum gehst du dorthin? Haben die dort keine Pastoren? Sure, they have pastors. Doch, habe ich gesagt. Why are you going there? Don't they have doctors there? Dann hat er mich gefragt, warum gehst du dorthin? Haben sie dort keine Ärzte? I said, "Sure, they have doctors." Doch, habe ich gesagt, sie haben dort And he Ärzte. said, "Why do they need you? Warum brauchen sie dann dich? Why don't you just stay here and work more? Warum bleibst du nicht hier und arbeitest mehr? Then you could send them money." Dann könntest du ihnen Geld schicken. How many pastors and doctors do you think you could hire in Peru with the money that you would make in the 2.5 weeks you're gone? Was meinst du, wie viel Geld du machen könntest in den 2,5 Wochen, wo du weg bist und wie viele Ärzte und Prediger in Peru dafür angestellt werden könnten? I said, "Probably dozens." Dann habe ich gesagt, ja wahrscheinlich Dutzende. He said, "Forget the mission work, just give them the money." Dann hat er mir gesagt, vergiss die Missionsarbeit, gib ihnen einfach das Geld. So what do you think about that? Was denkt ihr darüber? Couldn't I spread the gospel better by just giving money? Könnte ich nicht das Evangelium besser verbreiten, indem ich Geld gebe? Well, Hebrews chapter 10 verses 5 through 7, Hebräer 10, Verse I'll let you 5 read that. bis 7. We see what God sent Da sehen wir, was Gott uns geschickt hat. Hebräer 10, Vers 5 bis to 7. save us. Das Geschenk Gottes vom Himmel. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Psalm 40, Vers 7 bis 9, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue, Gott, deinen Willen. God didn't send money, he sent himself. Gott hat nicht Geld gesandt, sondern sich selbst. This is actually a book that I got after a week of prayer. Das ist ein Buch, das ich erhalten habe nach einer Gebetswoche. And it was filled with letters from the students who made decisions for baptism. Und das Buch war gefüllt mit Erfahrungen von den Jugendlichen, die die Entscheidung zur Taufe getroffen haben. And one day my grandfather saw me reading these letters. Und eines Tages, da sah mein Großvater mich, wie ich diese Briefe las, die da drin waren in dem Buch. And he said, "What are those?" Und er hat mich gefragt, was ist And das? I told him, he says, "Give me those." Er hat mir gesagt, gib mal her. So he started reading them. Und er hat sie gelesen. And this is what he read. Und das ist, was er gelesen hat. Hi Tim, it's been great to have you here at our academy. I've really liked your short and interesting sermons. Short and interesting sermons. This week I felt closer to God than ever in my life. Und da heißt es ja, hallo Tim, es war wunderbar, dich hier gehabt zu haben in unserer Schule. Ich habe es wirklich sehr geschätzt, dass du so kurze und interessante Predigten gehalten hast. Diese Woche habe ich mich näher zu dir gefühlt als jemals zuvor in meinem Leben. I believe now that God is helping me in many different ways. At last I have found God in my heart. I want to be baptized because I can hear that God is calling my name. I want to study the Bible more too. Thank you for listening to me and my problems and for helping me to understand how I will feel when God is leading me to make right decisions. I hope that you will come back and visit Sweden and our school again many years. Ich glaube nun, dass Gott mir dabei hilft, oder mir hilft in vieler verschiedener Weise. Und endlich habe ich Gott in meinem Herzen gefunden. Ich möchte getauft werden, weil ich kann hören, dass Gott mich beim Namen ruft. Ich möchte die Bibel mehr studieren. Danke auch, dass du mir zugehört hast und meine Probleme ernst genommen hast und mir geholfen hast, zu verstehen, wie ich mich fühlen muss oder wie ich empfinden muss, wenn Gott mich führt, die rechte Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, dass du wiederkommen wirst und uns besuchen wirst in Schweden in unserer Schule. Viele Grüße, Edna Bernhardsen.
So pray for these. These are real students. Also betet für sie, das sind echte Schüler und Studenten. Thank you, Tim, for coming and sharing your experience with us. I can never tell you with words how pleased I am. I think you've touched many other people as well. Danke dir, Tim, dafür, dass du gekommen bist und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich kann niemals in Worten ausdrücken, wie sehr ich erfreut bin. Ich denke, du hast viele andere Herzen auch berührt. Danke. So when I read these letters, Wenn ich diese Briefe lese, it reminds me of what I did. dann erinnert mich das daran, an das, was ich And getan it habe. reminds me of what's most important in life. And that's in 2 Corinthians 12:14. Und dann erinnert mich das an das, was das Wichtigste ist im Leben. 2. Korinther 12, Vers 14. People ask me, did you study theology? I say no. Are you a pastor? No. Die Menschen fragen mich, bist du ein Theologieabsolvent oder ein Pastor, ein Prediger? They Ich don't sag pay nein. me. They don't pay me to come do this. Und niemand bezahlt mich dafür, dass ich I Evangelisationen make halte. way more money in my regular job. Ich mache in meinem eigentlichen Job viel mehr Geld, als This ich als is Pastor not verdienen for the könnte. money at all. Es geht mir gar nicht ums Geld. But this is what I do. Aber das ist der Grund, wofür ich es tue. 2. Korinther 12, Vers 14. Siehe, ich bin jetzt bereit, zum 3. Mal zu euch zu kommen und will euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. See, I want you Ich möchte euch and you. und dich. I want to see all of you in heaven. Ich möchte euch alle im Himmel sehen. That's why. Das ist der Grund, wofür ich es tue. God has given me talents, and I want to use those talents to help you to know God. Gott hat mir Talente gegeben und ich möchte diese Talente einsetzen, damit ihr darin geholfen werdet, Gott zu finden. This was from 2 sisters that invited me to come to their home for dinner. Go ahead. Das sind jetzt 2 Schwestern, die mich eingeladen haben, zu ihrem Haus zu kommen für ein Abendessen. Die sagen, Lincoln, wir schätzen es wirklich, dass wir dich diese Woche bei uns haben konnten, mit deinem ständigen Lächeln und den Worten der Hoffnung und Ermutigung. Danke. Wir lieben die Art und Weise, wie du einer von uns warst, ein Gleichgesinnter, und dass du dein Interesse für uns gezeigt hast. Du bist wahrlich begabt worden von Gott in so vielerlei Weise. Wir danken Gott, dass du deine Gaben für seinen Dienst oder zu seiner Ehre einsetzt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und zu unserem Heim gekommen bist. Wir freuen uns schon, dich bald wiederzusehen, entweder hier oder im Himmel. Möge Gott dich segnen und mit dir sein, Henrietta und Stacy. So one of them is now doing full-time ministry. Und einer von ihnen macht jetzt Vollzeit-Mission. But what they said about being the equal is very important. To be our equal, what does that mean? Aber dieser Satz, den sie hier auch gebraucht haben, ich bin geworden wie einer von ihnen oder ihnen gleich geworden, der ist so wichtig. Was bedeutet das? We'll learn about that in a second. Lernt davon im nächsten Brief. Go ahead. Danke dir, Tim, für dein wunderbares Vorbild, wie ein Christ leben sollte zur Ehre Gottes. Ich bin wirklich erstaunt, wie du dein Leben Jesus übergeben hast. Und ich bin auch erstaunt über dein Wissen über die Bibel und kann wirklich sehen, dass Gott durch dich wirkt in einer unglaublichen Art und Weise. Deine Arbeit und dein Verlangen, anderen mehr von Jesus zu erzählen, ist extrem wichtig. Und ich hoffe wirklich, dass du deine Zeit hier in unserer Schule genossen hast, denn ich habe das sicherlich. Ich denke, du hast Erfolg gehabt darin, einer von uns zu werden. Bitte mache weiter in der guten Arbeit, die du tust, indem du Schätze sammelst für den Himmel. Ich danke dir persönlich, dass du hier gewesen bist und ich hoffe, dich wiederzusehen. Wenn nicht in dieser Welt, dann weiß ich, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden. Gott segne dich von deinem guten Freund Stephen Coleman und PS, vergiss nicht meine Heimatstadt. So how did I become one of them? Wie bin ich einer von ihnen geworden oder einer I von uns? obviously don't look like them, right? Also ich sehe nicht so aus wie sie. Totally different.
Ganz anders sehe ich aus. But I actually saw this guy in his hometown just recently, just last month. Ich habe diesen jungen Mann wieder getroffen in seiner Heimatstadt letzten Monat. So I look nothing like people from Sweden. I can tell you that right now. Also ich kann euch ganz klar sagen, ich sehe nicht aus wie Leute von Schweden. Here is actually a student that I just talked to 3 days ago. Hier, diese Studentin, mit ihr habe ich gesprochen vor nur 3 Tagen. Letzten Juli bei einem Camp-Meeting in Spangler, Washington, da war ich mit dabei, als Tim seine Botschaft der Wahrheit über Gottes Liebe für uns mit uns geteilt hat. Diese Botschaft, die ist auf Widerhall in meinem Herzen gestoßen und hat sozusagen die Abschlussnote gesetzt in dem Lied meiner Übergabe an Jesus. Und diesen letzten Sabbat war ein wunderbarer Tag oder ein bemerkenswerter Tag, an dem ich mein neues Leben mit Christus gestartet habe und diese Entscheidung überall bekannt gemacht habe vor dem ganzen Universum durch meine Taufe. Some of you might recognize this individual. Who recognizes this individual? Manche von euch mögen dieses Individuum wiedererkennen. So she not only made a decision to be baptized, Sie hat nicht nur die Entscheidung getroffen, getauft zu werden, but she now has her own ministry and is bringing many to the foot of the cross. sondern sie hat jetzt sogar ihr eigenes Ministry, ihr eigenes Missionswerk gestartet und führt viele Menschen zum Fuß des Kreuzes. And I just talked to her on the phone 3 days ago and prayed with her and encouraged her. Gerade vor 3 Tagen habe ich mit ihr telefoniert und sie ermutigt und mit ihr gebetet. Please pray for her. Her ministry is really under attack because it is leading many of God's children back home. Bitte betet für sie, denn durch ihr Missionswerk werden so viele Menschen wieder zurückgeführt zu Gott. Here is how you become one with something. Hier steht, wie wir eins werden können mit jemand anderem, und das ist jetzt 1. Korinther 9, Vers 19 bis 22, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich viel unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. So you come as close as possible to someone, Du kommst so nah wie möglich zu jemandem, but don't compromise. ohne einen Kompromiss zu machen. See, Paul says he is not without law to God, but under the law of Christ. Paulus sagt hier ganz klar, er ist nicht ohne das Gesetz Gottes, er befindet sich unter dem Gesetz Christi. But can you use their language? Can you learn their language? Aber kann man zum Beispiel die Sprache des anderen lernen? Even if it's just a few words, it makes people so happy. Auch wenn es nur ein paar wenige Worte sind, macht es die Menschen glücklich, wenn man ihre Sprache sprechen kann. Das ist sehr gut für dich. That's wonderful for you. If you learn their language. To learn, ja, die Sprache zu lernen. And it makes them happy too. Und es macht sie glücklich, die Menschen. It makes them feel like you care. Es lässt sie empfinden, dass du Interesse an, ja, dich um sie And sorgst. it makes them feel like you want to be close to them. Und es lässt sie empfinden, dass du ihnen nahe sein möchtest. Du hast es wirklich bewirkt, dass ich nachdenke. Du hast wirklich mein Herz und meinen Geist auf den Kopf gestellt, und zwar in positiver Hinsicht. Jedes Mal, wenn ich dich sehe und sehe, wie glücklich du bist, dann werde ich auch glücklich. Du hast mir die Bibel in einem völlig neuen Licht gezeigt. Ich habe geweint aus Glück darüber, bei beinahe jedem Treffen, aber das allerbeste von allen Treffen war dein Lied.
Ich habe gefühlt, wie Gott selbst zu mir durch dich gesprochen hat. Nun weiß ich wirklich, was wahres Glück ist. Es tut mir leid, dass meine Handschrift so schlecht zu lesen ist, aber ich hoffe, du kannst sie lesen. Wenn ich dich hier nicht wiedersehe auf dieser Erde, dann werde ich dich im Himmel sehen. Ich hoffe, dass wir in Kontakt stehen können und ich werde dir meine Adresse geben und dich vermissen, Andrew. Now, I just saw him in person last month. Ich habe ihn letzten Monat gesehen, persönlich getroffen. And did you know he is still on fire for God, even after his decision for baptism? Und er brennt immer noch für Gott, selbst nach seiner Entscheidung zur Taufe. And he is a Bible worker in one of the most secular cities in the world. Und er ist ein Bibelarbeiter in einer der säkularsten Städte der Welt. He is still on fire. Er brennt immer noch, Because he is sharing God's word with others every day. weil er Gottes Wort mit anderen teilt, jeden Tag. Römer 12, Vers 15. Dort heißt es, und Vers 16, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen, haltet euch nicht selbst für klug. Some people have to respond in a way to disagree with you. It's like their nature or something. Manche müssen unserer Botschaft eine Antwort geben, indem sie erst einmal widersprechen. Das ist quasi so ihre Art Natur. To correct people with every sentence. Aber wir müssen nicht die Menschen in allem und jedem Satz korrigieren. People don't care how much you know till they know how much you care. Den Menschen ist es egal, wie viel du weißt, bis zu dem Punkt, wo sie wissen, wie sehr du dich um sie sorgst. You can listen. You can sympathize. Du kannst zuhören, du kannst sympathisieren, You can approach them with their same way of thinking. du kannst dich ihnen nähern in der gleichen Denkweise. When I am with people in high school, Wenn ich mit den Schülern in der Schule zu tun habe, I Highschool, don't use my medical vocabulary, right? dann gebrauche ich nicht mein ganzes gehobenes medizinisches Vokabular. They won't understand me. Sie würden mich nicht verstehen. I have to say, social media, WhatsApp, Snapchat. I have to speak with them now. Ich muss mit ihnen reden über die sozialen Medien, WhatsApp und so weiter. So that's how you come close to people. Und das ist, wie man ihnen nahe kommt. Eine weitere Erfahrung. Dr. Tim. Ich wurde endlich getauft, letzten Sabbat, 17. Mai. Und ich möchte dir wirklich danken für die Ermutigung, die du mir gegeben hast, die Taufe ernst zu nehmen. Letztes Jahr, als du mit uns warst in Singapur für unsere Gebetswoche an unserer Schule. Du bist mir wirklich eine Inspiration. Und der Same, den du gestreut hast oder den du gepflanzt hast in mir, ist endlich aufgegangen. Ich bete für dich und deinen Dienst, wann immer ich dich vermisse. Ihr seid mir wirklich Schätze und ich bin so glücklich, euch getroffen zu haben. Obwohl es viele Schwierigkeiten gibt, denen ich gegenüberstehe, habt ihr mir alle als eine Ermutigung gedient. So wait there for just a moment. She didn't tell us what the difficulties were. Einen Moment innehalten, sie hat uns gar nicht mal gesagt, was die When I Schwierigkeiten waren. asked her friends to find out what the difficulties were. Aber ich habe ihre Freunde gefragt, herauszufinden, was diese Schwierigkeiten You sind. see, this student who decided to be baptized was Buddhist. She was not Christian. Diese Studentin, die sich entschieden hatte, Christin zu werden, sie war vorher Buddhistin. And when she made the decision for baptism during the week of prayer that we gave, Und weil sie während der Gebetswoche die Entscheidung traf, getauft zu werden, her parents were very angry with me. da waren ihre Eltern sehr verärgert über sie. But they were more angry at the school. Und noch verärgerter waren sie über die Schule. And they were very angry with their daughter. Und sie waren sehr verärgert über ihre Tochter. And they told her, we will let you keep going to school. You can even go to church, just don't be baptized.
Und sie haben gesagt, ja, du kannst weitergehen zur Schule, weiter zur Gemeinde, aber lass dich auf keinen Fall taufen. If you are baptized, Denn wenn du das tust, dich taufen zu lassen, we will take you out of the school. dann werden wir dich aus der Schule rausnehmen. You will never see any of your friends again. Du wirst deine Freunde nie wiedersehen. We will deport you back to our country. Wir werden dich deportieren, also mitnehmen in unser Land. We will put you under house arrest. Wir werden dich ins Hausarrest stellen. And we will put you in a government school. Und wir werden dich in eine Schule der Regierung stecken. And we will take all your Bibles and all of your religious materials away. Und wir werden deine Bibel und alle deine religiösen Materialien von dir wegnehmen. And do you know what she said to her parents? Und wisst ihr, was sie ihren Eltern gesagt hat, diese Studentin? She did not even hesitate 1 second. Sie hat nicht eine Sekunde gezögert. She said, a life without Jesus Christ is not even worth looking at. I will be baptized this weekend. Und sie hat gesagt, ein Leben ohne Jesus ist nicht einmal wert, gelebt zu werden. Ich werde mich And you know what her parents did? Wisst ihr, was ihre Eltern getan haben? No, they kept their promise. Sie haben ihr Versprechen She was eingehalten. deported immediately, put under house arrest. They took away all the things. Sie haben sie mitgenommen in ihr Heimatland, haben sie unter Hausarrest gestellt und in eine andere Schule And they gesteckt. began to persecute her. Und sie haben sie im wahrsten Sinne des Wortes verfolgt. But she stood strong at 15 years old Und sie blieb aber standhaft im Alter von nur 15 Jahren against the ones that should have loved her the most. gegenüber denjenigen, die sie eigentlich hätten am meisten lieben sollen. Even though they took away her Bible, they didn't take away the cell phone, so I kept Facebooking her. Und obwohl sie die Bibel wegnahmen, so ließen sie ihr doch ihr Handy, sodass ich weiterhin über Facebook mit ihr in Kontakt bleiben konnte. Even though she was being abused by her parents, she was still very positive toward them. Und obwohl sie von ihren Eltern missbraucht wurde, war sie dennoch sehr positiv eingestellt. She is an inspiration to me. Sie ist eigentlich eine Inspiration für mich. Because I was disowned when I became an Adventist. Denn ich wurde quasi enteignet des Familienerbes, als ich Adventist wurde. But I had already left home. Aber ich hatte das Heim schon verlassen. And I was already over 18. Und ich war schon älter als 18. So my parents could not do this to me. Und das konnten meine Eltern mir nicht mehr antun. But Aber she stayed strong through all of it. sie blieb standhaft in all dem. And here's what she says. You can keep reading. Und hier geht es God has led us all. jetzt weiter. Gott hat uns alle geführt in der Vergangenheit und hat uns niemals verlassen. Er wird mit mir sein, egal was über meinen Weg kommt. Wenn du an mich denkst oder dich meiner erinnerst, bitte sende ein Gebet für mich. Ich werde zurückgehen nach Kambodscha, denn ich habe mich entschieden, Gott zu folgen, trotz des Widerstands. Aber es tut mir um nichts leid, denn ich weiß, dass ein Leben ohne Gott nicht einmal wert ist, angesehen zu werden. Bitte bete, dass meine Familie eines Tages Christus kennenlernt. Danke vielmals. Möge unser Herr dich segnen und dich bewahren, wie es immer getan Would you hat. still follow God if everybody else turned away? Würdest du immer noch Gott folgen, wenn alle anderen ihm den Rücken kehren würden? Would you still follow God if everyone who was closest to you began to persecute you? Würdest du immer noch Gott folgen, wenn alle, die dir am nächsten sind, dich verfluchen würden? I have to stay faithful to Jesus. Ich muss Jesus treu bleiben. If only for that little girl, Allein wegen dieses jungen Mädchens. to give her a light in the darkness. Um ihr ein Licht zu sein in der Dunkelheit. If only to give her someone to look up to. Um wenigstens einer zu sein, zu dem sie aufschauen kann. But now she is slowly even bringing her parents toward the truth. Aber inzwischen bringt sie langsam sogar schon ihre Eltern zur Wahrheit. Now her parents have allowed her to go back to our school. Nun haben ihre Eltern erlaubt, dass sie zurückgehen kann zu unserer Schule. And now her mom even started coming to church. Und jetzt beginnt sogar ihre Mutter in die Gemeinde zu kommen. Because she did not compromise. Denn sie war nicht einen Kompromiss eingegangen. But please pray for her to be faithful unto death. Und bitte betet für sie, dass sie treu bleibt bis zum Tod. Hallo Tim, ich mag dein Predigen. Du solltest ein Pastor sein. Bitte oder verbreite weiter die gute Botschaft. Danke, dass du nach Eckebyholm gekommen bist. Diese Woche
Es war die beste Woche meines Lebens von Leonard. Now, what's very interesting is this student is an artist. Dieser Student ist in Wirklichkeit ein Künstler. And he drew pictures of all the sermons. Und hat Bilder gemalt von allen Predigen. And what was funny is, in one of the sermons, the girl I was sharing with had missed her 2 front teeth, and he even drew that she was missing her 2 front teeth. Und in einer meiner Predigen, da war es so, dass ein kleines Mädchen die 2 Schneidezähne nicht mehr hatte. Die waren ihr gerade ausgefallen und er hat das sogar in seiner Zeichnung berücksichtigt. Do you think he was paying attention to the sermons? Meint er hat aufgepasst, worum es in der Predigt ging? You know, the neat thing is though, is he's 7. Aber das Schöne dabei ist, er ist 7. Can a 7-year-old pay attention during church? Kann ein 7-Jähriger aufpassen während dem Gottesdienst? Yes, they can. Ja, wir können das. And that means you can too. Und das heißt, ihr könnt es auch. The Holy Spirit does not discriminate on the basis of age. Der Heilige Geist unterscheidet nicht zwischen den Altersstufen. And he's still committed now to this day. Und er ist immer noch Gott geweiht, bis auf diesen Tag. 2. Juli. This is actually from somebody who was atheist. Das ist jetzt von jemandem, der ursprünglich Atheist war. In fact, they had posted on their profile. Und hier wurde sogar auf dem Profil gepostet: If you are a Christian, stop contacting me. Und da hat er gepostet: Wenn du ein Christ bist, dann höre auf, mich zu kontaktieren. I'm not like you. I want nothing to do with you or with God. Ich bin nicht wie ihr, ich möchte nichts mit euch und nichts mit Gott zu tun haben. But I didn't listen to that. Aber ich habe da nicht drauf gehört. I met her through a mutual friend of mine. Ich habe diese Person, sie getroffen dann durch einen anderen Freund. And the way I approached her was because she was interested in veganism. Und die Art und Weise, wie ich sie erreichen konnte, war über das vegane Essen, denn sie war daran interessiert. Even though she was not Christian at all. Obwohl sie ganz und gar unchristlich war. Now I met her in March. Und ich habe sie im März getroffen. And in July she wrote me this letter. Und im Juli hat sie mir diesen Brief geschrieben. Ich wollte auch noch erwähnen, du, mein Lieber, hast meinen Glauben an Gott wiederhergestellt. Wir hatten eine Liebes-Hass-Beziehung und ich hatte ihn ganz aufgegeben. Ja, ich hatte sogar ihn verleumdet oder verachtet. Ich konnte nicht verstehen, warum er zuließ, dass all diese Dinge mir widerfuhren. Und dann höre ich, was du tust und von den Orten und von den Menschen, die du gesehen hast, denen es so viel schlechter ergangen war, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, ohne eine Chance zu haben, dass es ihnen besser geht. Und ich habe auch von deinem unerschütterlichen Glauben erfahren. Ich denke, Gott brachte dich in meinem Leben, um mich zu retten, ja, um meine Seele zu retten. Der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang, der Klang der Vögel, die da singen, die schöne Blume, Dinge, die ich vorher nicht beachtet hatte. Du bist wirklich ein bewundernswerter Mensch und ich bin so stolz, dein Freund zu sein. And then, actually a few months later, she sent me this. Und dann noch einmal eine Botschaft, September der 19. Ich habe eine Gemeinde gefunden und soweit kann ich sagen, dass ich sie ein bisschen mag. Oder recht mag. Ich werde aushelfen bei der Suppenküche nach der Gemeinde. Sehr verzweifelte Zeiten kommen hier immer wieder auf und viele hungrige Münder gilt es zu sättigen. Es ist so schön, etwas Zeit zum Helfen zu haben. Ich weiß, dass sie Hände brauchen, die da sind. Und es ist eine ganz schöne Unternehmung, so viele Menschen in so einer kurzen Zeit und das auch noch geordnet zu sättigen. Oder Witz? Videos. Okay, thank you.
Wo kann ich die Videos von dir wiederfinden? Pass auf dich auf, Amanda. So this precious soul Diese wertvolle Seele came from darkness to light kam von der Finsternis zum Licht in a very short period of time. in einer sehr kurzen Zeit. She was initially a erotic dancer, Sie war ursprünglich eine Erotiktänzerin but now she is married in a stable home, und jetzt ist sie inzwischen verheiratet in einem stabilen Heim and she is not doing that anymore. und sie macht das gar nicht mehr. And the last time we chatted, Und das letzte Mal, wo wir she gechattet was haben, not only a Christian, da war sie nicht nur Christin geworden, but she says, I am this close to Seventh-day Adventist. I just want you to answer more questions. I said, I'll answer any questions you want. und dann hat sie mir gesagt, ich bin nur noch so weit von den 7-Tags-Adventisten entfernt, es gibt nur noch ein paar wenige Fragen, die ich habe und ich habe dann gesagt, ja, ich beantworte dir gerne alle Fragen, die du hast. This is actually on the wall of one of my friends who is not only atheist, but has a blog about atheism. Und diese Botschaft hier ist zu finden an dem Blog einer meiner Facebook-Freunde, also sozusagen an der Pinnwand. Und er verbreitet nicht nur diese Botschaft, sondern hat auch noch einen Blog über den Atheismus im Internet. And this is his commentary about religion. Und das ist ein Kommentar über die Religion. Religion schafft eine passiv-aggressive Weise, in welcher andere isoliert werden, die sich dafür entschieden haben, ihr Leben anders als du zu leben und dabei auch noch die Schuld auf andere legen. Es gibt dir die Gelegenheit zu sagen, nun, ich akzeptiere dich, aber Gott sagt, du wirst verloren gehen, also musst du mit Gott in Ordnung kommen. Wenn das, was sie wirklich sagen, eigentlich lauten müsste, ich bin ignorant oder ich bin ein Heuchler, ich fürchte mich vor dem, was du tust und verstehe es nicht und ich bin eine zu schüchterne Person, um es persönlich zuzugeben. Schwule kommen nicht in dein Haus und schädigen dich während des Schlafes. Nun, nicht typischerweise. So, was ist dein Problem? Wir tolerieren es, weil sie sich sozusagen verkleiden oder ihre wirklichen Gefühle verkleiden unter dem Deckmantel der Religion. Kannst du dir vorstellen, wenn jemand zu einem Schwarzen sagt, ich akzeptiere dich, aber Grandmaster Bob sagt, du bist eine schlechte Person, du musst mit dem Grandmaster erstmal alles in Ordnung bringen. Du würdest wahrscheinlich dieser Person einen Seitenhieb versetzen und richtigerweise so. Und das ist exakt dasselbe wie oben. Die nächste Person, die mir sagt, dass ich verloren gehen werde, weil ich nicht ihrem Gott folge. Ich werde es als einen Angriff verstehen, welcher das ist, was er ist, und werde entsprechend handeln. Ihr bedroht mich mit persönlichem Schmerz in einem Versuch, Angst zu erzeugen, sodass ich reagieren werde nach eurem Willen. Was genau dasselbe ist, was ein Kerl mit einer Knarre tut, wenn er dein Geld will. So this guy is not only atheist, but he's quite anti-religious. Also das hört sich jetzt nicht nur atheistisch an, sondern antireligiös, oder? The funny thing is he added a little note at the bottom of this post. Aber das Interessante ist, er hat diesem Post noch eine kleine Notiz angeheftet. I was pretty depressed about reaching him until I read this at the very bottom of the post. Und ich war schon ganz traurig geworden und hatte mich gesorgt, wie ich ihn je erreichen könnte, bis ich diese kleine Notiz am Ende las. Und nur des Berichtes wegen
möchte ich, dass jeder weiß, dass Tim Riesenberger völlig ausgeschlossen ist von den Kommentaren, die ich oben gemacht habe. It's true. That's what's on his wall. Das ist, was er gepostet hat auf Facebook. Und der Grund dafür ist, er ist die einzige Person, die ich kenne, die wirklich ihr Geld und ihre Zeit dafür einsetzt, ein Sprachrohr oder ein christliches Sprachrohr zu sein für das, was die meisten Menschen Christusähnlichkeit nennen würden. But notice, he says, I'm the only person that he knows. Er sagt, Tim ist die einzige Person, die er kennt. Why am I the only person that he knows? Warum bin ich die einzige Person, die er kennt? Where is everybody else? Wo sind all die anderen? Where are the other Christians to show Doug that it's not just one person? Wo sind all die anderen Christen, die Doug zeigen sollten, dass es nicht nur einen Christen gibt in seiner Umgebung? I wish that we would reach out to those people. Ich wünschte, dass wir diese Menschen erreichten. He's in a very, very neglected part of society. Er befindet sich in einer sehr vernachlässigten Schicht der Gesellschaft. I've met he and his wife. Ich habe seine Frau und ihn kennengelernt. They live in Hollywood. Sie leben in Hollywood. His wife was one of the most successful porn stars in the world. Und seine Frau war eine der berühmtesten Pornostars der Welt. And he is surrounded by atheism Und er wird vom Atheismus umzingelt and secularism. und vom Säkularismus, der And I'm Weltlichkeit. the only one that he knows. Und ich bin der Einzige, den er kennt. But it doesn't have to be that way. Aber so soll es doch nicht sein, oder? We can reach across the room. Wir können doch unsere Hand ausstrecken. Even the people who you think are entirely resistant to God, Selbst die Menschen, wo ihr denkt, dass sie Gott total widerspenstig sind, they are not resistant to love. sind sie doch der Liebe nicht They widerspenstig. are not resistant to kindness. Sie sind nicht resistent gegenüber Freundlichkeit. And they will see through your life Und sie werden erkennen durch dein Leben, who God is. wer Gott ist. No matter how hard it may seem. Egal wie verhärtet sie scheinen. Please pray for Doug Bitte betet für Doug and for his wife. und für seine Frau. I met this young person at the very lowest time of her life. Ich habe diesen jungen Menschen kennengelernt zum größten Tiefpunkt seines Lebens. She had taken a fatal overdose. Sie hatte eine fatale Überdosis. And had I not given her the antidote, she would have died. Und hätte ich ihr nicht das Antidot verabreicht, so wäre sie gestorben. And she was so drunk and so high and so poisoned that she could not even talk. Und sie war so betrunken und so high und so vergiftet, dass sie nicht mal reden konnte. And I remember when I saw her. Und ich erinnere mich daran, wie ich sie dann sah. And I thought to myself, this is such a waste. She is throwing her whole life away. Und ich habe mir gedacht, welch eine Verschwendung. Sie verschwendet ihr ganzes Leben. And I said, you're a beautiful, talented young woman. And you are destroying everything. Du bist eine junge, talentierte Frau, habe ich ihr gesagt, und du verschwendest alles. Your mother is so worried about you. Deine Mutter macht sich so viel Sorgen um dich. Your friend cares about you. Dein Freund sorgt sich um dich. But you are going to kill yourself. Aber du bist dabei, dich selbst umzubringen. And I said, it doesn't have to be that way. Ich habe gesagt, das muss nicht so sein. And I asked her, I said, would you like to ask God to help you turn your life around? Und ich habe sie gefragt, möchtest du Gott bitten, dir zu helfen, dein Leben And she just umzukehren? looked at me and she didn't say anything, she just went. And I said, I'll take that as a yes. Und sie hat mich nur angeguckt und konnte nichts sagen und hat so den Kopf bewegt und ich habe gesagt, das nehme ich als ein Ja. And I prayed with her, and I didn't even spend like 3 minutes in the room. Und ich habe mit ihr gebetet, aber nicht länger als 2-3 Minuten. But she told me later Aber sie hat mir später gesagt, that every single person that she met kept insisting to pray for her. dass jede einzelne Person, die zu ihr gekommen war,
darauf bestand, weiter für sie zu beten. And she said, I can't get away from these people. Und dann hat sie gesagt, ich komme da nicht weg von She diesen actually Menschen. broke out of the hospital. She was tired of being prayed for. Sie ist ausgebrochen aus dem Krankenhaus, weil sie müde war, dass alle für sie beten. And she ran to the nearest bridge, and they said they caught her right as she was jumping off the bridge to kill herself. Und sie rannte zur nächstgelegenen Brücke, um Selbstmord zu begehen. Und gerade als sie sprangen, konnte sie noch festgehalten And they werden. dragged her back to the hospital. Und sie zogen sie und zerrten sie zurück ins Krankenhaus. And then everyone kept praying for her. Und dann wurde weiter für sie gebetet. And then finally she said, okay, all right, I'll let you pray for me. Und dann hat sie gesagt irgendwann, okay, ich lasse euch für mich beten. And she said that after each person praying, her heart would soften just a little bit. Und sie hat gesagt, dass nach jedem einzelnen Gebet ihr Herz etwas weicher wurde. And I didn't even know about any of this Und ich habe von dem nichts gewusst, until she looked me up on the internet. bis sie mich im Internet gesucht hat She found out the last school I did a week of prayer at. und die letzte Schule herausgefunden hat, wo ich zuletzt eine Gebetswoche gehalten She hatte. wrote to the school, Sie diese Schule anschrieb and then the school wrote to me, und diese Schule mich anschrieb and then I said, sure, she can get in contact with me. und ich dann gesagt habe, sicherlich kann sie in Kontakt And kommen then mit mir. she wrote me this letter. Und dann hat sie mir diesen Brief geschrieben. Bitte weitergeben an Dr. Tim Riesenberger. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Ich war 20. Aber ich möchte dir schreiben, um dich wissen zu lassen, wie sehr du mir geholfen hast. Ich wurde in dein Krankenhaus gebracht durch den Rettungsdienst. Ich kam hinein als eine Person, die eine absichtliche Überdosis an Drogen und Alkohol eingenommen hatte. Und zu jener Zeit hatte ich nur eins im Sinn, mein Leben zu beenden. Ich möchte dir danken dafür, dass du Christus mit mir geteilt hast, dass du meine Mutter getröstet hast mit deinen freundlichen Worten. Ich glaube wahrhaftig, dass Gott dich gebraucht und dich in dieser Nacht gebraucht hat, um mein Leben ein für alle Mal zu beeinflussen. Ich würde es schön finden, dir wieder E-Mails zu schreiben und die ganze Geschichte mit dir zu teilen. So I met with her and her mom and her cousin. Ich habe mich dann mit ihrer Mutter und ihrem Cousin And I getroffen took them all out to lunch. und ich habe sie alle eingeladen zum Essen. And I prayed with them, and I gave her steps to Christ, of course. Und dann habe ich natürlich mit ihnen gegessen, aber ich habe ihnen auch Schritte zu Jesus gegeben. And then she wrote this letter. Und dann hat sie diesen Brief verfasst. Tim, es war wunderbar, dich wiederzusehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zu kommen und uns zu besuchen und auch noch uns eingeladen hast zum Essen. Ich würde es lieben, mein Zeugnis zu schreiben und einzusenden. Auch danke dir nochmal für das Buch. Ich weiß, dass Gott dich wirklich gebraucht in deiner Arbeit. Du hast wirklich mein Leben berührt und ich weiß, dass du das Leben vieler anderer berührst. Ich würde es schätzen, wenn du mich in deinen Gebeten tragen würdest und ich werde das Gleiche für dich tun. Ich hoffe, dass du eine gute Woche hattest und werde mich bald bei dir melden. Angela. I didn't feel like I shared Christ with her at all. Ich habe gar nicht so empfunden, als dass ich Christus mit ihr geteilt I habe. spent maybe 2 or 3 minutes in the room. Ich habe 2-3 Minuten mit ihr in diesem Raum, in diesem Zimmer verbracht. Just long enough to say a short prayer. Gerade lang genug, um ein kurzes Gebet zu sprechen. But that was the turning point of her entire life. Aber das war der Wendepunkt für ihr ganzes Leben. Not only did she get sober and quit the drugs and alcohol, Sie wurde nicht nur nüchtern und frei von dem Alkohol und den Drogen, she quit sleeping around. sie hat auch aufgehört, damit She went herumzurennen. back to school Sie ist wieder in die Schule gegangen and she studied to be a teacher. und sie ließ sich ausbilden zur Lehrerin. And she wanted to establish a school for orphans and troubled teenagers like herself. Und sie wollte eine Schule eröffnen für Waisenkinder und schwierige Teenager. Last I heard, she was married to a beautiful Christian young guy and had her first child.
Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie einen hübschen, jungen christlichen Ehemann geheiratet hat und jetzt ihr erstes Kind zur Welt gebracht. remember asking her cousin. Und ich kann mich erinnern, wie ich den Cousin gefragt habe. I said, what do you think about your cousin now? Und gefragt habe, ja, wie denkst du jetzt über deine Cousine? And she said, when she first saw you, she was in darkness, like a cloud was around her all the time. Und er meinte dann so, ja, also das erste Mal, als ich sie traf, da war es wie so eine Nebelwolke um sie herum, so eine Wolke der Dunkelheit, der Finsternis. But now that she knows Jesus Christ, she is in the light. Aber jetzt, wo sie Jesus kennt, da ist sie im Licht. She is a different person. Sie ist ein anderer Mensch. And I can't believe what has happened to her. Ich kann immer noch nicht fassen, was mit ihr geschehen ist. I will never forget Ich werde es nie vergessen. that a few minutes of your time Dass ein paar wenige Minuten deiner Zeit can mean eternity for someone else. die Ewigkeit bedeuten für jemand anderes. This was the youngest decision for baptism at my week of prayer. Das war die jüngste Taufkandidatin bei meiner letzten Gebetswoche. And now she's getting married to a good Adventist guy. Und jetzt wird sie einen guten adventistischen Mann verheiraten. This was her letter to me. Und das war ihr Brief an mich. Whoops. I can't find her letter, so you'll have to read another one. Sorry. Okay, also ich finde ihren Brief jetzt nicht. Ich lese jetzt einen anderen. Anyway, it was a very positive letter. But Das war ein sehr positiver Brief. Dr. Tim, danke dir vielmals, dass du es uns erlaubt hast, dein lächelndes Gesicht zu betrachten und deine Liebe zu Gott, dass du sie hast scheinen lassen auf uns diese Woche. Danke dir vielmals, dass du gekommen bist. Die Schule hat es gebraucht und ich habe es gebraucht. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich ein neues Herz brauche und dass es Hoffnung für mich gibt. Ich freue mich, dich hier bald wiederzusehen. Dein Freund Heidi. she went as a student missionary after the week of prayer. Nach dieser Gebetswoche ist sie als Student Missionary gegangen. And I want to close with this story. Und ich möchte mit dieser Erfahrung schließen. I was in Kenya just last year, Ich war letztes Jahr in Kenia and I was seeing many patients as a doctor. und ich habe viele Patienten gesehen als Arzt. And this woman came to me, Und diese Frau kam zu and mir I said, "Hi, Dr. Riesenberger, what's the problem?" und ich habe gesagt, hallo, ich bin Dr. Riesenberger, was ist das Problem? And she said, "I'm blind." Und dann hat sie gesagt, ich bin blind. And I said, "Oh, what am I going to do?" Und ich habe mich gefragt, was soll ich I said, "Well, when did you go blind?" Dann habe ich sie gefragt, wann bist du blind geworden? That was about a month ago. Hat sie gesagt, vor einem Monat. I said, "Well, had it been starting slowly?" She's like, "No, all of a sudden I'm blind." Dann habe ich gefragt, ist das allmählich passiert oder plötzlich? Hat sie gesagt, nee, plötzlich, aus heiterem Himmel. And I said, "Anything else happened around that time?" Dann habe ich sie gefragt, ist noch was anderes zu der Zeit passiert? She said, "Before I went blind, I noticed that my heart was racing." Und sie hat gesagt, ja, bevor ich blind wurde, habe ich gemerkt, dass mein Herzschlag sich erhöht hat. And I felt her pulse. Und ich habe ihren Puls getastet. And she had atrial fibrillation, or an abnormal heart rhythm. Sie hatte Vorhofflimmern, eine Herzrhythmusstörung. And what that rhythm can do is it can send clots to your brain. Und diese Herzrhythmusstörung kann bewirken, dass Blutgerinnsel in den Blutstrom gelangen und Arterien im Gehirn verstopfen. And from what she said, she got blind in one eye and then the other, so it was probably a stroke. Und sie wurde erst auf dem einen Auge blind und dann auf dem anderen, sodass es wahrscheinlich ein Schlaganfall war. But even if it was from other causes, after a month, there's nothing we can do. Aber selbst wenn es eine andere Ursache hatte, nach einem Monat kann man als Arzt nichts mehr tun. In fact, when you have a stroke, we have pretty much just 3 hours to help you. Und wenn man einen einen Schlaganfall hat, dann hat man als Arzt nur 3 Stunden Zeit, dem Patienten zu If you helfen. come to the doctor after that, it's too late. Und wenn man zu spät kommt, dann ist es zu spät. So I thought to myself, well, you know, there's really not much we can do for her, but, you know, we can pray for her and we can put her on some blood thinners so she doesn't keep having strokes. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt wirklich nicht viel, was wir für sie tun können, aber wir können für sie beten, wir können sie im Bett niederlegen lassen und ihr eine Blutverdünnung geben, So I dass sie put nicht my noch hand weitere Schlaganfälle on her bekommt. and I said, in the name of Jesus Christ,
if it is for your honor and glory and for Barita's greatest good, I ask that she would be able to see again. In Jesus' name. Und ich habe dann gebetet, lieber Gott, wenn es deiner Ehre dient, dass Barita wieder sehen kann, dann mögest du das tun. In Jesu Namen. Amen. And immediately when I was done, I started to explain to her. Und danach habe ich ihr dann direkt erklärt, I said, we're going to send you to our neurologist now. We're going to put you on a blood thinner so you don't have any more strokes. wir werden dich zu einem Nervenspezialisten schicken, zu einem Neurologen und der wird eine Blutverdünnung dir And she verabreichen. interrupted me and said something to the translator. Und sie hat mich dann unterbrochen und hat dem Übersetzer etwas And I mitgeteilt. said, what did she say? Dann habe ich gefragt, was hat sie gesagt? And she said, but I can see now. Aber ich kann jetzt sehen. And I said, what? Ich habe gesagt, was? Oh, I'm seeing now. It's okay. Ich kann wieder sehen, alles okay. And I said, what? Ich habe gesagt, was? And so I examined her eyes before, and then I examined her eyes again. Ich hatte ihre Augen doch gerade noch untersucht gehabt. Ich musste das wiederholen. Ich habe es nochmal gemacht. And she could not even perceive light before. Und vorher konnte sie nicht einmal Licht wahrnehmen. Das Geringste, was man sonst noch als Blinder manchmal wahrnimmt. And afterwards, she was seeing light, she was counting fingers, she was tracking with her eyes. All of the exam was normal. Danach konnte sie wieder sehen, sie konnte Licht erkennen, sie konnte Finger zählen, sie konnte sogar ein bewegendes Objekt verfolgen. And I said, I need you to read something. Und dann habe ich gesagt, ich muss das jetzt sehen, ob du lesen And kannst. she said, but I can't read. Dann hat sie gesagt, ich kann doch gar I nicht said, lesen. no, we'll get it in your language. She's like, I can't read my own language. Dann habe ich gesagt, naja, in deiner Sprache. Nee, ich kann auch nicht in meiner I Sprache said, here's lesen. a picture. Dann habe ich gesagt, hier ist ein Bild. Tell me what it is. Sag mir, was es ist. Tell me what colors. Welche Farben? She's like, it's a bowl of fruit. Dann hat sie gesagt, das ist eine I said, Obstschale. the apple is red, banana is yellow, the orange is orange. Der Apfel ist rot, die Banane ist gelb und die Orange ist orange. And I said, you can see. Dann habe ich gesagt, du kannst sehen. She said, that's what I told you. Dann hat sie gesagt, das sage ich doch die ganze Zeit. She starts to get up and walk home. And I said, no, you have to stay here. Und dann sagt sie, ich stehe jetzt auf und gehe nach Hause. Und ich sage, nein, du musst bleiben. And she said, but I can see, it's okay Dann hat sie now. gesagt, aber ich kann doch sehen, And I was es said, I ist. want to talk to your family. Aber ich möchte mit deiner She Familie said, my reden. family is 4 kilometers Und away. meine Familie wohnt 4 Kilometer entfernt. I said, you're not going to leave till I talk to you. Da habe ich gesagt, du wirst nicht gehen, bevor ich mit ihm gesprochen habe. So her family finally came. Kam ihre Familie. And I said to her, who is that coming toward us? Und dann habe ich gesagt, wer ist das, der da kommt? And I had already talked to him before he came within sight of her. I had already talked to the grandson before she saw him. Also das ist jetzt ein Enkelsohn, mit dem ich schon gesprochen hatte, bevor er sie wieder gesehen hatte. And I asked him, I said, why did you send your grandmother here? Und dann habe ich ihn gefragt, diesen Enkelsohn, warum hast du deine Oma hierher And he geschickt? said, she went blind. Dann hat er gesagt, sie ist blind I said, geworden. when? Dann habe ich gefragt, wann? He said, a month ago. Vor einem He Monat. confirmed every detail. Er hat jedes Detail bestätigt. And then when she saw him, Und dann, als sie ihn sah, she said, that's my grandson. And she got up and walked away. und dann hat sie gesagt, das ist mein Enkelsohn, den nehme ich jetzt und jetzt gehen wir nach Hause. Someone had to lead her there initially Ursprünglich musste sie geführt werden, um zu mir zu kommen. and had to show her where the chair was or she was going to miss it. Und es musste ihr gezeigt werden, wo der Stuhl ist, damit sie sich nicht daneben setzt. But then she got up and walked away Aber nachher stand sie alleine auf und ging weg. without any help. Ohne Hilfe. And then everyone started shouting and singing Und dann haben sie alle angefangen zu rufen und zu singen. when they realized what had happened. Als sie bemerkten, was They geschehen all war, started crowding around us. dann haben sie sich alle um uns And geschart. I said, listen, I cannot see this many patients. Und dann habe ich gesagt, hör zu, ich kann nicht so viele Patienten And anschauen. they said, you don't need to see us, just touch us. Dann hat gesagt, du musst das nicht sehen, du musst es nur berühren. And I said, listen, you don't understand. Ich habe gesagt, ihr versteht das nicht. And I told my nurse, I said, can you explain to them? It has nothing to do with me. Und dann habe ich meiner Krankenschwester gesagt, kannst du ihnen in ihrer Sprache erklären, dass And das she just mit mir ignored zu it. tun She hat? said, you know, my knee has been a problem for a while. And none of the doctors can help. Would you mind praying for me? Und sie hat das einfach total ignoriert und hat mir ihr Knie gezeigt und hat gesagt, du, das tut mir schon so lange weh und keiner der Ärzte konnte mir helfen. Könntest du mal drauf fassen? And I can tell you that of all the people in this story, Und ich kann euch sagen, dass alle diese Menschen in dieser Erfahrung, I had the smallest amount of faith. von all diesen Menschen in dieser Erfahrung war ich derjenige mit dem kleinsten Glauben. She wasn't even surprised. Sie war nicht mal überrascht. I guess for her, that's how God works on a daily basis for her. Ich denke, das ist für sie, wie Gott auf täglicher Basis wirkt. But I can tell you, in my entire life, I have never seen anything like this. Aber ich kann euch bekennen, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so etwas And erlebt. some of my colleagues
they don't believe me when I tell them the story. Und manche meiner Kollegen, sie glauben mir nicht, wenn ich diese Geschichte erzähle. They said she was faking it. Sie sagen, sie hat das imitiert. Sie hat so getan, als ob. And I said, I examined her before and Gesagt, after. ich habe sie untersucht, vorher, nachher. And they said, you had malaria or something like that. Dann sagen sie mir, du hattest Malaria zu dem And I said, Zeitpunkt. listen, I checked her pulse myself. Und dann sage ich habe ihren Puls selbst And she had getastet. atrial fibrillation. Und sie hatte Vorhofflimmern. And after she was healed, her beats were normal sinus. Und danach hatte sie einen normalen Sinusrhythmus. Can she fake normal sinus and atrial fibrillation? How can she make herself go into the arrhythmia? Wie kann man denn selbst eine Herzrhythmusstörung vortäuschen oder eine Vorhofflimmern oder einen normalen Rhythmus? They're like, well, it's still impossible. Und dann sagten sie, trotzdem ist es unmöglich. I said, but what would be her reason to fake it? Da habe ich gesagt, aber weshalb sollte sie das vortäuschen? And how could she fake that? Und wie könnte sie es vortäuschen? It's impossible to fake it. Es ist doch unmöglich, es vorzutäuschen. I said, well, she wanted money. I said, she never asked me for money. Dann sagen sie, ja, die wollte doch nur Geld haben. Da habe ich gesagt, nee, von mir nicht. But I can tell you, I've never seen anything like it. Aber ich kann euch nur bekennen, ich habe sowas noch nie erlebt. And after I prayed for that woman, Und nachdem ich für diese Frau gebetet when hatte, someone came to me for help, als ein anderer kam und Hilfe bat, they said, I can't walk. haben sie gesagt, ich kann nicht laufen. And I said, okay, let's pray. Ich habe gesagt, okay, lass uns No, beten. no, let me tell you the rest of the story. I said, I don't need to hear it. Let's just pray. Und dann sagte ich zu mir, ich möchte doch noch die ganze Geschichte And vorgestellt then I said, Nee, lass uns pray. beten. And I said, okay, get up. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, steht auf. But they didn't get up. Aber die Person konnte nicht aufstehen. And no one since her has ever been healed like that. Und niemand nach ihr wurde so geheilt wie sie. Von all den Patienten, die ich danach behandelte. It's only been once Es war nur einmal in my whole life. in meinem Leben. And once is enough. Aber einmal ist genug. Because I have nothing to offer her if she's blind. Denn ich hatte ihr nichts zu bieten, nichts zu helfen, denn sie war blind. But Jesus can open her eyes. Aber Jesus kann ihre Augen öffnen. And he has opened my eyes too. Und er hat meine Augen auch geöffnet. Even if no one was healed this way the rest of my medical career, Wenn sonst niemand so geheilt wird in meiner Karriere als Mediziner wie diese Frau, I will still pray for everyone. werde ich immer noch für sie alle beten. Because when you pray, Denn wenn du betest, God shows up. dann wird Gott sich zu erkennen geben. And sometimes he shows up Und manchmal ist es so, in ways that you can see. dass er sich erkennen lässt in einer Art und Weise, die man sehen kann. And sometimes he works in ways that you can't. Und manchmal wirkt er auf eine Art und Weise, die wir nicht wahrnehmen können mit den Augen. But I only need once. Aber ich brauche nur eine Erfahrung. Because I know that she was blind. Ich weiß, sie war blind. And now she sees. Und jetzt ist sie sehend. But the greater blindness Aber die größere Blindheit ist die, is something that I want to share. die ich jetzt mit euch teilen möchte. Many of us wonder about our own salvations. Viele von uns fragen sich, sind ungewiss über ihre eigene Erlösung. We're not sure whether we're saved or not. Wir sind uns unsicher, ob wir gerettet sind oder Do nicht. you know how to make sure of your salvation? Wisst ihr, wie ihr eure Erlösung festmacht, sicher macht? Save other people. Rettet andere Menschen. Those who thus devote themselves to unselfish effort for the good of others are most surely working out their own salvation. Das heißt im Buch Schritte zu Jesus auf Seite 80 im Englischen, diejenigen, die sich selbst hingeben in selbstlosem Bemühen für das Gute der anderen, sind die, die am sichersten ihre eigene Erlösung bewirken. So, my grandfather finished reading the letter. Nun, wir kehren zurück zu meinem Großvater, der nun alle diese Briefe gelesen hatte. And you know, some other eyes were opened that day. Und wisst ihr, auch ein anderes Augenpaar hat sich geöffnet He an diesem Tag. cried and cried like a little child. Er All the letters. weinte und weinte und weinte wie ein kleines Kind. And he finally handed all the letters back and he said, you should do mission work full time. Und er gab mir diese Briefe zurück und hat gesagt, du musst Missionsarbeit machen, Vollzeit. My grandfather realized the meaning of life. Großvater erkannte die wahre Bedeutung des Lebens. And you know, 2 weeks later, he died. Und wisst ihr was?
2 Wochen später verstarb er. All of a sudden. Plötzlich. But he died with an open Bible as the last thing on his easy chair. Aber er starb mit einer offenen Bibel als den letzten Andenken an sein Leben. My grandfather, Auf dem Tisch. the German workaholic, Dieser deutsche Großvater, dieser Workaholic, finally understood the reason I lived the way I do. hat schlussendlich verstanden, warum ich so lebe, wie ich es tue. He finally realized there was something more important than work. Er verstand endlich, es gab etwas, was noch wichtiger war als And Arbeit. that is working for others. Und das ist Arbeiten für andere. Working for God. Arbeiten für den Herrn. He learned that lesson 2 weeks before he Er died. lernte diese Lektion 2 Wochen vor seinem Tod. But I believe I will see him again. Aber ich glaube, ich werde ihn wiedersehen. I believe God broke his stubborn German heart. Ich glaube, dass Gott sein stummes deutsches Herz He finally understood the true way of heaven. endlich den wahren Weg des Glücks verstand. But my question is, Aber meine Frage an euch ist, do you? wie ist es mit euch? What is the reason of your life? Was ist der Grund deines Lebens? Where is your salvation now? Wo steht deine Erlösung? I'm telling you that you are either a missionary Ich sage euch, ihr seid entweder ein Missionar or you are a mission field. oder ihr seid ein Missionsfeld. Either you are saving others Entweder rettest du andere or you need to be saved. oder du musst noch gerettet werden. There are no two options. Es gibt keine andere Option. I would like to close with a song. Ich möchte mit einem Psalm schließen. And it is a song that I learned Ein Lied, Entschuldigung. Ein Lied. from one of my teachers. Und das ist ein Lied, das ich von einem meiner Lehrer gelernt habe. And I have never forgotten the lesson. Und habe diese Lektion nie vergessen können. And it's something that I pray every morning. Das ist etwas, was ich bete jeden Morgen. And it's called, Lord, lay some soul upon my heart. Und es heißt, Herr, lege mir an diesem Morgen eine Seele aufs Herz. And love that soul through me. Und liebe diese Seele durch mich. And may I humbly do my part Und möge ich demütig meinen Teil tun, to win that soul to thee. um diese Seele für dich zu gewinnen. And I will sing it through once so you can learn it. Und ich werde es einmal vorsingen, damit ihr es lernt. In English, I'm sorry. Auf Englisch natürlich, entschuldigt. Lord, lay some soul upon my heart, and love that soul through me, and may I humbly do my part to win that soul to thee. If that is your decision, Wenn that das, you would like to win at least one soul this year, wenn das eure Entscheidung ist, wenigstens eine Seele in diesem Jahr zu gewinnen. I'm not asking you to do an evangelistic campaign. Ich rufe euch nicht auf, dazu eine Missionswoche oder Evangelisationswoche zu I'm just halten. asking you to promise God that you will try to win one soul to Jesus Christ this year. Ich lade euch nur ein, Gott zu versprechen, eine Menschenseele für ihn zu gewinnen in diesem Jahr. It could be anybody around you. Es könnte irgendjemand um dich herum sein. Does anyone know someone who is lost in their life? Kennt jemand von euch Verlorene in seinem Leben? Raise your hand. Everybody raised their hands right now. Jeder hebt seine Hände. So you have a mission field. Also ihr kennt ein Missionsfeld, ihr habt ein Just Missionsfeld. pick one person, just one person, Wähle eine Person aus and pray for that person. und bete für diese Person. Reach out to that person. Erreiche diese Person. Did you know that if every single Seventh-day Adventist would win just one soul per year, Wusstet ihr, dass wenn jeder 7-Tags-Adventist nur eine Seele jedes Jahr gewinnen würde, the whole world would be Seventh-day Adventists in less than a decade? Did you know that? dass die gesamte Welt dann in weniger als 10 Jahren Adventisten wären? Die gesamte Welt. Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? That's all, just one a year. And I'm not asking for a lot, just one. Eine Seele pro Jahr, pro Adventist. Und das ist nicht viel, oder? If you would like to ask God, please help me to win one soul to you this year. Und wenn ihr Gott einladen möchtet und ihm zu ihm sprechen möchtet, Herr,
ich möchte nur eine Seele für dich gewinnen in diesem Jahr. If you would like to ask God to help you to do that, please stand with me. Und wenn ihr Gott bitten möchtet, euch dabei zu helfen, dann steht auf mit mir. All right. And Ja. we can sing it together. Und wir können nun zusammen singen. Lord, lay some soul upon my heart, and love that soul through me, and may I humbly do my part to win that soul to thee. Sing it one more time. Lord, lay some soul upon my heart, and love that soul through me, and may I humbly do my part to win that soul to thee. Let us pray. Lasst uns beten. Loving Father in heaven, Unser lieber himmlischer Vater, thank you for leaving your throne to save us. danke, dass du deinen Thron verlassen hast, um uns zu retten. Thank you for risking all Danke, dass du alles riskiert hast, just for the chance to bring us home. nur um uns heimzubringen. Thank you for reminding me Danke, dass du mich erinnert hast of daran, what life is all about. worum es im Leben wirklich geht. Life is about serving you Im Leben geht es darum, dir zu dienen and serving others. und anderen zu dienen. Life is about sharing the gospel to those who are lost, Im Leben geht es darum, das Evangelium mit denen zu teilen, die verloren sind, that they might have eternal life. dass sie ewiges Leben haben. Lord, I thank you for every single letter that I've ever gotten Herr, ich danke dir für jeden, den ich dir erhalten habe and the precious souls they represent. und für die wertvollen Seelen, für die sie stehen. I pray that the sacrifice of Jesus would not be in vain for them. Ich möchte dich bitten, dass das Opfer Jesu niemals umsonst war für sie. And I pray, Lord, that we may do our part every day Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir unseren Tag, to win others to you, unsere Aufgabe jeden Tag vollbringen, knowing andere für dich zu gewinnen. that it's as we save others Wissend darum, dass wenn wir andere retten, that we ourselves are saved. wir selbst gerettet werden. In Jesus' name. Im Namen Jesu Christi. Amen.